Lektion 1: Eine Reise planen. Das ist eine tolle Idee. Ich werde nach Flügen für nächsten Monat suchen und schauen, welche Angebote ich finden kann. Das klingt super. Vorausplanung kann uns wirklich Geld sparen und die Reise angenehmer gestalten. Genau. Ich suche nach den besten Optionen, die zu unserem Zeitplan und Budget passen. Ja, und wenn wir ein gutes Angebot finden, sollten wir unbedingt schnell buchen, um unsere Plätze zu sichern. Auf jeden Fall. Je früher wir buchen, desto größer sind unsere Chancen, die gewünschten Flüge zu bekommen. Außerdem haben wir mehr Zeit, unsere Reiseroute zu planen und herauszufinden, was wir nach unserer Ankunft tun möchten. Ich kann es kaum erwarten. Gemeinsam ein neues Reiseziel zu erkunden, wird ein echtes Abenteuer. Ja, und ich liebe den Nervenkitzel, neue Orte zu entdecken und Erinnerungen zu schaffen. Lassen Sie uns diese Reise unvergesslich machen, indem wir jedes Detail richtig planen. Lektion 2: Einkaufskomfort. Ja, es ist sehr praktisch, dass Sie eine große Produktvielfalt vorrätig haben. Zuruf. Es macht das Einkaufen so viel einfacher, wenn man alles an einem Ort findet. Ich finde es toll, ich Lebensmittel, Haushaltsartikel und sogar Körperpflegeprodukte in einem Einkauf besorgen kann. Ja, es spart viel Zeit und Mühe, insbesondere an arbeitsreichen Tagen, an denen ich viel zu tun habe. Darüber hinaus können wir durch die vielfältige Auswahl neue Marken und Produkte ausprobieren, die wir vorher vielleicht nicht in Betracht gezogen hätten. Ja, es ist immer wieder spannend, beim Shoppen neue Lieblingsstücke zu entdecken. Und da wir alles bequem zur Hand haben, ist es viel weniger stressig. Ja, es verbessert das gesamte Einkaufserlebnis wirklich und macht es angenehm. Lassen Sie uns diesen Komfort nutzen und uns bald mit allem eindecken, was wir brauchen. Lektion 3: Trekkingabenteuer. Eine Wanderung durch die üppigen Dschungel in Shen klingt abenteuerlich, nicht wahr? Das stimmt absolut. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön und lebendig die Landschaft sein muss. Ja, die Kombination aus Grün, Wildtieren und frischer Luft würde ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Wie viel Zeit sollten wir deiner Meinung nach für die Wanderung einplanen? Ich möchte sicherstellen, dass wir genügend Zeit zum Erkunden haben. Ich denke, ein paar Tage wären ideal, um voll und ganz in die Umgebung einzutauchen und das Abenteuer zu genießen. Das klingt perfekt. So können wir alles sehen, ohne uns gehetzt zu fühlen. Außerdem können wir uns Zeit nehmen, die kleinen Details der Natur auf dem Weg zu würdigen. Ja, und vielleicht sogar ein paar Fotos machen, um die Erinnerungen an unsere Reise festzuhalten. Beginnen wir mit der Planung der Details und stellen wir sicher, dass wir auf diese aufregende Wanderung vorbereitet sind. Lektion 4: Versicherungsansprüche geltend machen. Ja, zum Glück habe ich daran gedacht, eine Versicherung für meine Sachen abzuschließen, also muss ich den Schaden melden, sobald ich wieder zu Hause bin. Das ist eine Erleichterung. Es ist immer eine gute Idee, eine Versicherung zu haben, besonders auf Reisen. Absolut. Es beruhigt mich, zu wissen, dass ich abgesichert bin, falls etwas schief geht. Ja, was ist passiert, dass Sie sich entschieden haben, einen Anspruch geltend zu machen? Ich habe meinen Laptop versehentlich beschädigt, als ich in einem hektischen Moment am Flughafen versuchte, ihn in meine Tasche zu packen. Oh nein, ich kann mir vorstellen, wie stressig das gewesen sein muss, vor allem bei all dem Trubel. Ja, es war ziemlich chaotisch, aber zumindest weiß ich, dass ich einen Teil der Kosten über meine Versicherung zurückfordern kann. Das ist eine tolle Sichtweise.
Es ist immer besser, auf unerwartete Situationen vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Ich werde dafür sorgen, dass alle notwendigen Dokumente für die Schadensabwicklung bereit liegen. Lektion 5: Sehenswürdigkeiten in Chicago. Chicago hat so viele erstaunliche Attraktionen, darunter das Art Institute of Chicago und das Field Museum of Natural History. Ja, beide Orte sind unglaublich. Das Art-Institute verfügt über eine riesige Sammlung von Kunstwerken aus verschiedenen Epochen. Absolut. Ich finde es toll, dass man alles an einem Ort sehen kann, von impressionistischen Meisterwerken bis hin zu moderner Kunst. Und auch das Field Museum ist faszinierend, insbesondere mit seinen Ausstellungen zu Dinosauriern und alten Kulturen. Ja, es ist wie eine Reise durch die Zeit und die Artefakte sind wirklich faszinierend. Ich könnte an beiden Orten Stunden verbringen, die Ausstellungen erkunden und neue Dinge lernen. Auf jeden Fall. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken und jeder Besuch wird zu einem einzigartigen Erlebnis. Darüber hinaus ist die Architektur Chicagos selbst atemberaubend und trägt zum allgemeinen Charme der Stadt bei. Auf jeden Fall. Planen wir einen Tag ein, um beide Attraktionen zu erkunden und alles zu erleben, was sie zu bieten haben. Lektion 6: Trainingsroutine. Wie oft trainierst du? Ich versuche in letzter Zeit, meine Routine konsequent einzuhalten. Ich trainiere dreimal pro Woche, was mir hilft, meine Energie und allgemeine Gesundheit zu erhalten. Das ist großartig. Ich finde, dass regelmäßiges Training meine Stimmung und Produktivität deutlich steigert. Hilf. Es ist erstaunlich, wie sehr sich selbst ein kurzes Training auf mein Befinden im Tagesverlauf auswirken kann. Ja, ich versuche, es mit verschiedenen Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Yoga zu kombinieren, damit es interessant bleibt. Das ist ein cleverer Ansatz. Abwechslung beugt Langeweile vor und trainiert verschiedene Muskelgruppen. Genau. Außerdem motiviert es mich, Neues auszuprobieren und mich selbst herauszufordern. Ich stimme zu. Lasst uns einander ermutigen, an unseren Routinen festzuhalten und vielleicht sogar gemeinsam zu trainieren. Das klingt nach einem guten Plan. Mit einem Trainingspartner macht das Training noch mehr Spaß. Lektion 7: Erkundung der Karibik. Die Küsten der Karibischen See sind atemberaubend, doch Geschichten über Gold im Landesinneren lockten Entdecker ins Landesinnere. Das stimmt wirklich. Die Verlockung eines Schatzes hat im Laufe der Geschichte viele Abenteurer dazu getrieben, ihr Glück zu suchen. Ja, diese Entdecker fragten die Ureinwohner nach den Goldvorkommen, was zu bedeutsamen Begegnungen führte. Ja, es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie diese Interaktionen die Geschichte der Region geprägt haben. Und die Auswirkungen sowohl auf die Entdecker als auch auf die einheimische Bevölkerung waren tiefgreifend und oft tragisch. Hilf. Es erinnert uns an die komplexe Geschichte, die Erkundung und Kolonisierung miteinander verbindet. Ich denke, es ist wichtig, aus diesen Geschichten zu lernen, um die umfassenderen Auswirkungen der Erforschung zu verstehen. Auf jeden Fall. Die Geschichte lehrt uns wertvolle Lektionen über die Menschheit und unseren Umgang miteinander. Lassen Sie uns tiefer in diese historischen Berichte eintauchen und mehr über die Vergangenheit der Karibik erfahren. Lektion 8: Zahlungsdetails. Natürlich. Kann ich Ihre Kartendaten für die Zahlungsabwicklung haben? Verb ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.
Super, vielen Dank. Ich sorge dafür, dass während der Transaktion alles sicher ist. Das weiß ich zu schätzen. Es ist immer gut zu wissen, dass meine Daten sicher behandelt werden. Absolut. Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und stellen sicher, dass alle Daten geschützt sind. Das ist beruhigend. Es ist wichtig, sich bei Online-Transaktionen sicher zu fühlen. Ja, und sobald die Zahlung verarbeitet wurde, erhalten Sie sofort eine Bestätigungs-E-Mail. Perfekt. Ich werde auf die Bestätigung achten, um sicherzustellen, dass alles reibungslos geklappt hat. Wenn Sie anschließend noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Lektion 9. Einkaufsliste. Gut zu wissen. Kommen wir nun zum Gemüse. Ich brauche Karotten, Brokkoli und ein paar andere wichtige Dinge. Das klingt nach einer soliden Liste. Karotten und Brokkoli sind ideal für eine gesunde Ernährung. Ja, sie sind nicht männerhaft, sondern auch vielseitig für verschiedene Gerichte geeignet. Ja, du kannst sie rösten, dämpfen oder sogar Suppen für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Außerdem eignen sie sich perfekt als Snack, insbesondere in Kombination mit Hummus. Das stimmt. Ich liebe es, den ganzen Tag über gesunde Snacks zur Hand zu haben. Stellen wir sicher, dass wir kein anderes Gemüse vergessen, das wir für die Woche brauchen könnten. Auf jeden Fall. Ein gut gefüllter Kühlschrank erleichtert die Essensplanung ungemein. Ich freue mich darauf, mit all diesen frischen Zutaten neue Rezepte auszuprobieren. Lektion 10. Einflüsse auf das Verhalten. Manche Menschen reden unter Drogeneinfluss zu viel, was zu unerwarteten Situationen führen kann. Ja, es ist interessant, wie Alkohol oder andere Substanzen das Verhalten einer Person dramatisch verändern können. Absolut. Manche Menschen reagieren aggressiv oder depressiv und zeigen eine breite Palette von Reaktionen. Es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Grenzen zu kennen und Verantwortung zu übernehmen. Auf jeden Fall. Wenn wir verstehen, wie Substanzen auf uns wirken, können wir negative Folgen vermeiden. Ja, und es ist entscheidend, auf Freunde aufzupassen und sicherzustellen, dass sie in Sicherheit sind, wenn sie sich in diesem Zustand befinden. Ich stimme zu. Offene Gespräche über diese Themen können zu einem besseren Bewusstsein führen. Ja, es geht darum, ein unterstützendes Umfeld für alle zu schaffen. Sorgen wir dafür, dass wir diese Diskussionen mit unseren Kollegen führen und so gesunde Entscheidungen fördern. Lektion 11. Postkarten versenden. Hi, hast du schon mal eine Postkarte verschickt? Es ist eine tolle Möglichkeit, mit Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben. Ja, das habe ich. Es ist etwas Besonderes, eine handgeschriebene Nachricht von jemandem zu erhalten. Absolut. Es verleiht eine persönliche Note, die digitale Nachrichten einfach nicht nachbilden können. Ja, ich liebe es, wie Postkarten einen Moment und einen bestimmten Ort festhalten. Ja, sie enthalten oft wunderschöne Bilder, die uns an unsere Reisen und Erlebnisse erinnern. Und es macht Spaß, eine Postkarte auszuwählen, die das Reiseziel widerspiegelt, das Sie besuchen. Auf jeden Fall. Es macht das Versenden einer Postkarte noch bedeutungsvoller. Nehmen wir uns vor, bei unserer nächsten Reise Postkarten zu verschicken und so bleibende Erinnerungen für andere zu schaffen. Ich bin dabei. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, unsere Abenteuer mit den Menschen zu teilen, die uns am Herzen liegen.
Lektion 12: Bedeutung von Impfungen. Haben Sie sich untersuchen lassen? Diese Impfungen sind wichtig, um Krankheiten vorzubeugen. Ja, ich habe meine gerade bekommen. Impfungen schützen nicht nur uns selbst, sondern auch die Gemeinschaft. Genau, sie trainieren unser Immunsystem, bestimmte Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Es ist faszinierend, welche Fortschritte die moderne Medizin gemacht hat, um diese vorbeugenden Maßnahmen zu ermöglichen. Auf jeden Fall. Impfungen haben eine wichtige Rolle bei der Eindämmung von Krankheitsausbrüchen und der Rettung von Menschenleben gespielt. Ja, und es ist für jeden wichtig, sich über die verfügbaren Impfstoffe zu informieren. Ich stimme zu. Es ist eine gemeinsame Verantwortung, die Gesundheit unserer Gemeinschaften zu gewährleisten. Lassen Sie uns weiterhin für Impfungen werben und andere dazu ermutigen, auf dem Laufenden zu bleiben. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir zu einer gesünderen Zukunft für alle beitragen. Lektion 13: Projekt Fristen. Wir sollten die zu erbringenden Leistungen und deren Fristen besprechen, um sicherzustellen, dass alles nach Plan verläuft. Das ist wichtig. Klare Fristen helfen jedem, seine Verantwortung zu verstehen. Absolut. So können wir unsere Zeit effektiv einteilen und Last-Minute Stress vermeiden. Wenn außerdem jeder weiß, was ihn erwartet, sorgt dies für einen reibungsloseren Arbeitsablauf für das gesamte Team. Ich stimme zu. Versuchen wir, den ersten Entwurf bis Ende des Monats fertigzustellen. Das klingt nach einem soliden Plan. Er gibt uns genügend Zeit, ihn zu überprüfen, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Ja, und regelmäßige Check-ins helfen uns, auf dem gleichen Stand zu bleiben und etwaige Herausforderungen umgehend anzugehen. Auf jeden Fall. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg des Projekts. Lassen Sie uns unsere Ziele skizzieren und sie mit dem Team teilen, um alle auf dem Laufenden zu halten. Lektion 14: Trainingsgewohnheiten. Wissen Sie, ich habe gelesen, dass manche Haustiere gerne Sport treiben, insbesondere diejenigen, die gerne im Laufrad laufen. Es ist jedoch interessant, darüber nachzudenken, dass ihnen oft ein kleiner Käfig genügt. Absolut. Es ist faszinierend, wie Tiere selbst auf begrenztem Raum Möglichkeiten finden, aktiv und beschäftigt zu bleiben. Ja, viele kleine Haustiere, wie beispielsweise Hamster, gedeihen in Umgebungen, in denen sie die Möglichkeit haben, herumzurennen und die Umgebung zu erkunden und das Beste aus ihrer Umgebung zu machen. Das stimmt. Es ist erstaunlich, wie ihr Instinkt sie dazu treibt, Sport zu treiben, selbst auf engstem Raum. Und es ist eine Erinnerung daran, dass körperliche Aktivität universell ist, ob für Menschen oder Tiere, wir alle brauchen irgendeine Form von Bewegung, um gesund zu bleiben. Ja, ich finde es wichtig, Umgebungen zu schaffen, die Bewegung fördern, unabhängig von Größe und Platzangebot. Auf jeden Fall. Außerdem kann uns die Beobachtung dieser Tiere viel über die Bedeutung von Spiel und Aktivität in unserem Leben lehren. Ja, es könnte uns allen gut tun, mehr Bewegung in unseren Alltag zu integrieren, genau wie den kleinen Athleten. Nehmen wir uns vor, aktiv zu bleiben und andere zu inspirieren, dasselbe zu tun, egal wo wir sind. Lektion 15: Haushaltsgegenstände. In unserer neuen Wohnung gibt es einen Esstisch und Stühle, was sie für Zusammenkünfte viel einladender macht. Das ist wunderbar. Ein Essbereich ist unerlässlich, um gemeinsam zu essen und Erinnerungen mit Freunden und Familie zu schaffen. Absolut. Hier finden Gespräche statt und die Verbindungen werden vertieft. Es ist das Herzstück des Zuhauses.
Und mir ist aufgefallen, dass es in der Nähe auch ein Badezimmer oder eine Toilette gibt, was den Raum noch praktischer macht. Ja, ein gut platziertes Badezimmer ist entscheidend, insbesondere wenn Sie Gäste haben. Ich stimme zu. Es sind die kleinen Details, die ein Zuhause funktional und komfortabel machen. Auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, Dinnerpartys zu veranstalten und lange Gespräche an diesem Tisch zu führen. Das klingt wunderbar. Lasst uns den Raum so dekorieren, dass er unserem Stil entspricht und ihn noch gemütlicher macht. Auf jeden Fall. Eine einladende Atmosphäre trägt dazu bei, dass sich jeder wie zu Hause fühlt. Lektion 16. Arteplanung. Tolle Neuigkeiten. Sie haben auch Geschirr, also müssen wir uns für die Party keine Gedanken darüber machen. Perfekt. Es erleichtert die Planung ungemein, wenn wir nicht an unser eigenes Geschirr denken müssen. Absolut. So können wir uns auf die schönen Dinge konzentrieren, wie das Essen und die Dekoration. Tja, sollten wir die Einladung bald verschicken, damit jeder Zeit hat, zu antworten. Auf jeden Fall. Je früher wir sie verschicken, desto größer ist die Chance, alle zur Feier zusammenzubringen. Ich stimme zu. Es wird schön sein, unsere Freunde wiederzusehen und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Und wenn Sie genügend Zeit haben, um Aktivitäten und Minipunkte zu planen, wird das Treffen noch angenehmer. Glaub, lasst uns die Details klären und die Einladung so schnell wie möglich verschicken. Ich kann es kaum erwarten. Diese Party wird der Hammer. Lektion 17. Geschäftspartnerschaft. Absolut. Ich schlage vor, wir besprechen eine mögliche Geschäftspartnerschaft, die für beide Seiten von Vorteil sein könnte. Das klingt spannend. Ich bin immer offen für neue Möglichkeiten, die zu Wachstum und Erfolg führen können. Ja, ich bin davon überzeugt, dass die Bündelung unserer Stärken zu starken Synergien auf dem Markt führen könnte. Ich stimme zu. Indem wir unsere jeweiligen Fähigkeiten nutzen, können wir mehr erreichen als jeder für sich allein. Genau. Lassen Sie uns unsere Ziele skizzieren und sehen, wie wir unsere Visionen für diese Partnerschaft aufeinander abstimmen können. Das ist eine tolle Idee. Ein klares Verständnis wird uns helfen, den Prozess reibungslos zu meistern. Ich denke, es ist wichtig, auch unsere Erwartungen und die Rollen zu besprechen, die wir uns für jeden von uns vorstellen. Ja, Transparenz ist der Schlüssel zum Aufbau einer starken Grundlage für jede Partnerschaft. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren, um tiefer in die Materie einzutauchen und gemeinsam die Möglichkeiten zu erkunden. Lektion 18. Inselabenteuer. Ich habe vor kurzem eine Insel besucht und es war wirklich atemberaubend. Die Aussicht und die Atmosphäre waren anders als alles, was ich je erlebt habe. Das klingt fantastisch. Ich kann dir die Schönheit der Landschaften und die Ruhe inmitten der Natur nur vorstellen. Ja, das üppige Grün und das kristallklare Wasser haben eine solch heitere Umgebung geschaffen. Ich würde gerne mehr über Ihre Erfahrungen erfahren. Hatten Sie auch Gelegenheit, die lokale Kultur kennenzulernen? Absolut. Ich bin in die lokalen Traditionen eingetaucht, was dem Besuch eine ganz besondere Tiefe verliehen hat. Das ist wunderbar. Das Erleben der Kultur bereichert das Reiseerlebnis ungemein. Ja, es vermittelt ihnen eine tiefere Wertschätzung für den Ort und seine Menschen. Ich bin so inspiriert. Es klingt nach einer Reise voller Abenteuer und Entdeckungen.
Ich freue mich schon darauf, alle Details mit Ihnen zu teilen. Lassen Sie uns eines Tages gemeinsam eine Reise planen. Lektion 19: Finanzplanung. Bei der Besprechung unserer Pläne müssen wir unbedingt berücksichtigen, wie wir mit einem Budget und unter finanziellen Gesichtspunkten vorgehen werden. Hilf. Wenn wir auf unsere Finanzen achten, können wir fundierte Entscheidungen treffen und unnötigen Stress vermeiden. Ja, ich glaube, wir müssen sicherstellen, dass die Finanzen klar umrissen sind, bevor wir mit irgendwelchen Projekten fortfahren. Das ist ein guter Punkt. Ein gut strukturiertes Booklet hilft uns dabei, Ressourcen effektiv zu verteilen. Genau. Es ist wichtig, unsere Ausgaben im Auge zu behalten und sie bei Bedarf anzupassen, um auf Kurs zu bleiben. Und für den Fall, dass unerwartete Kosten entstehen, ist es ratsam, einen Notfallplan zu haben. Ich stimme zu. Lassen Sie uns einen umfassenden Finanzplan erstellen, der alle Aspekte unseres Projekts abdeckt. Ja, das hilft uns nicht nur, organisiert zu bleiben, sondern auch, unsere Ziele effizient zu erreichen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und darauf, sicherzustellen, dass wir erfolgreich sind. Lektion 20: Einkaufsroutine. Der wöchentliche Gang zum Lebensmittelladen gehört zu meiner Routine und macht mir viel Spaß. Das ist großartig. Regelmäßige Einkäufe im Supermarkt helfen mir, meine Küche mit frischen Zutaten zu füllen. Ja, Sie können Ihre Mahlzeiten besser planen und vermeiden, dass Sie in letzter Minute Essen zum Mitnehmen bestellen müssen. Hilf. Außerdem liebe ich es, bei meinen Besuchen neue Produkte und saisonale Artikel zu entdecken. Genau. Jede Reise fühlt sich wie ein kleines Abenteuer an, besonders wenn ich etwas Einzigartiges ausprobiere. Ich stimme zu. Es ist auch eine Chance, lokale Bauern und Märkte zu unterstützen, wenn möglich. Ja, das macht das Einkaufen noch lohnender. Lass uns bald gemeinsam einen Einkaufspummel planen. Das würde mir sehr gefallen. Es wird Spaß machen, unsere Lieblingsstücke zu entdecken und auszuwählen. Ich kann es kaum erwarten. Gutes Essen beginnt mit guten Zutaten. Lektion 21: Flughafenreisen. Die Fahrt zum Flughafen dauert je nach Verkehrslage in der Regel etwa 30 Minuten, was recht praktisch ist. Gut zu wissen. Eine kurze Anreisezeit macht den gesamten Ablauf deutlich stressfreier. Absolut. Ich schätze diesen Puffer, besonders wenn ich einen Flug erwischen muss. Ja, und wenn wir die Route kennen, können wir unsere Abfahrtszeit besser planen, um Hektik in letzter Minute zu vermeiden. Genau. Ich versuche immer, früh da zu sein, um Zeit für Sicherheitskontrollen und andere Formalitäten zu haben. Das ist klug. Vorsicht ist besser als Nachsicht, insbesondere bei möglichen Verzögerungen. Ich stimme zu. Lasst uns sicherstellen, dass wir uns vor unserer nächsten Reise genügend Zeit lassen. Auf jeden Fall. Ein reibungsloser Start einer Reise kann den Ton für das gesamte Erlebnis angeben. Ich freue mich auf unser nächstes Abenteuer. Lektion 22: Gleichheitsprinzip. Wir müssen in unseren Regierungsgeboten unbedingt die einfache Regel verankern, du sollst nicht gegen die Gleichheit sündigen. Hilf. Es ist ein Grundprinzip, das unser Handeln und unsere Politik auf allen Ebenen leiten sollte. Ja, die Förderung der Gleichstellung ist für den Aufbau einer gerechten und fairen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass jeder Mensch mit Respekt und Würde behandelt wird, unabhängig von seiner Herkunft.
Genau. Die Schaffung einer Kultur der Inklusivität kommt nicht nur dem Einzelnen zugute, sondern stärkt die Gemeinschaft als Ganzes. Ja, und wir müssen aktiv daran arbeiten, systemische Barrieren abzubauen, die Gleichberechtigung verhindern. Ich bin davon überzeugt, dass Bildung und Bewusstsein der Schlüssel zur Förderung des Verständnisses zwischen unterschiedlichen Gruppen sind. Hilf. Ein offener Dialog kann helfen, Gräben zu schließen und Empathie zu fördern. Machen wir es zu unserer Mission, uns in unserem täglichen Leben für Gleichberechtigung einzusetzen und andere zu inspirieren, dasselbe zu tun. Lektion 23. Kulturelle Vielfalt. Die vielen Kulturen der Welt unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht und eine der interessantesten Arten der Kulturvariation sind ihre Traditionen. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie Bräuche und Praktiken die Identität verschiedener Gemeinschaften prägen. Absolut. Jede Kultur hat ihre eigenen Feste, Rituale und Glaubensvorstellungen, die ihre Geschichte und Werte widerspiegeln. Ich stimme zu. Das ist es, was das Reisen so bereichernd macht. Wir können diese Traditionen hautnah erleben. Ja, und das Verständnis dieser Unterschiede kann den gegenseitigen Respekt und die Wertschätzung zwischen den Menschen fördern. Ja, es ist wichtig, Vielfalt zu akzeptieren und von den Erfahrungen der anderen zu lernen. Ich glaube, dass das Teilen von Geschichten und Traditionen dabei helfen kann, Stereotypen abzubauen und Verbindungen aufzubauen. Auf jeden Fall. Lasst uns gemeinsam mehr über verschiedene Kulturen erfahren und ihre Einzigartigkeit feiern. Ich bin begeistert. Die Welt ist voller unglaublicher Geschichten, die darauf warten, entdeckt zu werden. Lektion 24. Einkaufsrabatte. Ich habe gerade einen guten Rabatt auf mein Kleid gefunden, was eine wirklich angenehme Überraschung ist. Das ist unglaublich. Rabatte machen das Einkaufen immer lohnender, finden Sie nicht? Absolut. Es ist wie ein kleiner Schatz, der den Kauf noch spezieller macht. Tja, ich liebe es, wenn ich mir etwas wirklich Wünschenswertes leisten kann, ohne dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen. Genau. Ich werde es mir auf jeden Fall auch ansehen. Es klingt nach einer großartigen Gelegenheit. Das sollten Sie. Ein gutes Angebot kann manchmal zu unerwarteten Modeentscheidungen führen. Stimmt. Außerdem ist es schön, das Gefühl zu haben, etwas für sein Geld zu bekommen. Ja, und wer freut sich nicht über einen Grund, einen tollen Fund zu feiern? Oder lass uns einen gemeinsamen Einkaufsbummel planen und schauen, ob wir noch mehr Schnäppchen finden. Lektion 25. Fürsprache für Gehörlose. Sie traf sich mit Präsidenten und Premierministern und setzte sich für eine Verbesserung der Bedingungen für gehörlose oder schwerhörige Menschen ein. Das ist wirklich inspirierend. Es erfordert viel Mut, für diejenigen einzutreten, die oft ungehört bleiben. Absolut. Ihre Entschlossenheit, etwas zu verändern, zeigt, wie einflussreich eine einzelne Person sein kann. Ja, und es unterstreicht die Bedeutung von Zugänglichkeit und Inklusion in der Gesellschaft. Genau. Durch ihre Treffen mit Führungskräften hat sie auf Probleme aufmerksam gemacht, die sofortiges Handeln erfordern. Ich bewundere Ihr Engagement, eine bessere Welt für diejenigen zu schaffen, die täglich vor Herausforderungen stehen. Es ist eine Erinnerung daran, dass Engagement zu echten Veränderungen führen kann, wenn wir leidenschaftliche Menschen haben, die für eine Sache kämpfen. Tja, ich denke, wir alle müssen uns für gleiche Rechte und Chancen für alle einsetzen. Machen wir es uns zur Aufgabe, uns selbst und andere über diese wichtigen Themen aufzuklären. Lektion 26.
nach Dienstleistungen fragen. Sicher, ich rufe Sie an oder schicke Ihnen eine E-Mail, um mich nach Ihrer Verfügbarkeit und Ihren Preisen zu erkundigen. Das klingt nach einem guten Plan. Es ist immer gut, sich vor einer Entscheidung zu informieren. Genau. Wenn wir Ihre Preise kennen, können wir unser Budget entsprechend planen und die besten Optionen finden. Ja, und es ist auch hilfreich, nach eventuell angebotenen Sonderpaketen oder Rabatten zu fragen. Auf jeden Fall. Manchmal gibt es Sonderangebote, die einen großen Unterschied machen können. Darüber hinaus ist es wichtig, ein Gefühl für den Kundenservice zu bekommen, um sicherzustellen, dass wir in guten Händen sind. Ich stimme zu. Ein freundliches und reaktionsschnelles Team kann bei der Planung den entscheidenden Unterschied machen. Vergleichen wir unbedingt ein paar Optionen, bevor wir uns für etwas entscheiden. Auf jeden Fall. So können wir eine möglichst fundierte Entscheidung treffen. Lektion 27. Die ersten Besucher des Yellowstone Nationalparks. Sie haben dieses Land als öffentlichen Park ausgewiesen, was eine visionäre Entscheidung für zukünftige Generationen war. Vesuluf. Aber warum waren die ersten Besucher des Yellowstone so beeindruckt von seiner Schönheit? Es waren die atemberaubenden geothermischen Besonderheiten und die vielfältige Tierwelt, die ihre Fantasie beflügelten. Ja, die Geysire und heißen Quellen müssen ein unvergesslicher Anblick gewesen sein, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen hatten. Genau. Viele Besucher waren von den leuchtenden Farben und einzigartigen Landschaften begeistert. Und die Vielfalt der Tiere, vom Bison bis zum Bären, trug zur Anziehungskraft des Parks bei. Es zeigte wahrhaftig die Naturwunder der amerikanischen Landschaft. Ich finde es unglaublich, wie diese frühen Erfahrungen den Grundstein für die Naturschutzbemühungen legten. Ja, es unterstreicht, wie wichtig es ist, unsere Naturschätze für zukünftige Generationen zu schützen. Lektion 28. Wäscheservice. Ja, wir stellen Bügeleisen und Bügelbrett in der Waschküche zur Verfügung, was sehr praktisch ist. Das freut mich zu hören. So können wir unsere Kleidung auf Reisen viel einfacher in Schuss halten. Absolut. Die Verfügbarkeit dieser Annehmlichkeiten kann einen großen Unterschied darin machen, wie wir uns mit unserem Aussehen fühlen. Ja, und es ist eine nette Geste, die zum Gesamtkomfort unseres Aufenthalts beiträgt. Auf jeden Fall. Es sind die kleinen Dinge, die unser Erlebnis deutlich verbessern können. Ich stimme zu. Lasst uns diese Möglichkeiten nutzen, um unsere Outfits frisch zu halten. Auf jeden Fall. Ein gutes Aussehen kann unser Selbstvertrauen stärken, besonders auf Reisen. Ja, und es ist immer schön, bei Veranstaltungen gepflegt und gut gekleidet zu erscheinen. Planen wir unsere Outfits entsprechend und stellen wir sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen. Lektion 29. Ein humorvoller Moment. Er geriet in Verwirrung und stellte sich erneut auf die Zehenspitzen. Der Mann lachte darüber und machte den Moment zu einem heiteren Vergnügen. Das klingt lustig. Es macht immer Spaß, wenn die Leute in solchen albernen Situationen über sich selbst lachen können. Absolut. Es zeugt von einem großartigen Sinn für Humor und der Fähigkeit, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Ja, diese Momente bringen die Menschen oft einander näher, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Gemeinsames Lachen kann eine unangenehme Situation in eine unvergessliche verwandeln. Ich liebe es, wie Humor Spannungen erbauen und alles entspannter machen kann. Genau.
Es erinnert uns daran, uns selbst nicht immer zu ernst zu nehmen. Tja, die leichtere Seite des Lebens zu akzeptieren, kann zu einem freudigeren Erlebnis führen. Achten wir darauf, dass wir bei unseren Abenteuern unseren Sinn für Humor bewahren. Lektion 30. Gadgets erkunden. Ich auch. Es wird ein toller Tag, an dem wir auf der Tech Expo die neuesten Gadgets erkunden können. Ich bin begeistert. Bei diesen Events gibt es immer etwas Neues und Innovatives zu entdecken. Absolut. Ich liebe es zu sehen, wie sich die Technologie weiterentwickelt und welche kreativen Lösungen präsentiert werden. Ja, und es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie diese Geräte unseren Alltag bereichern können. Auf jeden Fall. Besonders interessant finde ich die neuen Smart Home Geräte, die immer beliebter werden. Hoffe ich auch. Die können Aufgaben wirklich vereinfachen und die Effizienz zu Hause steigern. Genau. Machen wir uns unbedingt Notizen zu den interessantesten. Auf jeden Fall. So können wir uns später an die Optionen erinnern, wenn wir einen Kauf in Erwägung ziehen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft für die Technologie bereithält.